Wenn wir mal ehrlich sind, würde in der heutigen Zeit vielleicht fast niemand von uns freiwillig mehr einen Hoodie tragen, auf dem fett irgendwelche Logos von Filmstudios prangern, weil man ja oft nicht weiß, was die in letzter Zeit so für Skandale durchgemacht haben. Aber A24, die sind womöglich längst mehr als nur eine Firma, die Filme vertreibt, sondern eine der wenigen Filmfirmen, die sich wie eine echte Lifestyle-Marke anfühlt und eben ein Statussymbol für Cineasten ist. Seit 2012 hat sich dieses Studio nämlich einen Ruf erarbeitet, der fast schon religiöse Züge annimmt. Denn wenn dieses flackernde Logo auf der Leinwand erscheint, wissen wir oft sofort, es wird unbequem, es wird visuell berauschend und es wird uns wahrscheinlich noch Tage später verfolgen. Und dieser Kult ist nicht nur Gefühl, er hat inzwischen auch Trophäen. Denn Moonlight gewann unter anderem den Oscar für Best Picture und Everything Everywhere All at Once räumte bei den Oscars gleich 7 Stück ab. Doch genau dieses Phänomen steht jetzt immer noch an einem gefährlichen Wendepunkt, denn mit Civil War hatte A24 plötzlich etwas getan, das nach Blockbuster aussieht und sich mit $50 Millionen Budget auch so angefühlt hat, und auch aktuelle Projekte wie The Smashing Machine oder kommende Videospielverfilmungen wie Death Stranding lassen viele Fans befürchten, dass der Ausverkauf dieser Indie-Seele schon seit Jahren bevorsteht. Aber ist das alles wirklich der Anfang vom Ende oder machen sich viele Fans oder die Presse da einfach selber was vor? In diesem Video möchte ich eine steile These wagen, denn dieser vermeintliche Verrat ist vielleicht das Beste, was dem Kino passieren konnte, und genau deshalb möchte ich mir mit euch anschauen, wie aus dem kleinen Indie-Verleih ein großes Unternehmen wurde, warum der aktuelle Kurswechsel ökonomisch plausibel ist und warum wir das neue A24 vielleicht dringender brauchen als das alte. Also, willkommen im Kult. Bevor wir dazu kommen, warum A24s gesamte Strategie eigentlich ein Segen für das Kino sein könnte, muss man sich mal kurz die Absurdität dieser Erfolgsgeschichte vor Augen halten. Denn ein Filmverleih ist normalerweise das Gegenteil von glamourös. Er ist wichtig, aber unsichtbar und wenn überhaupt auffällig, dann höchstens, wenn etwas schief geht. Umso schräger ist es deshalb, dass A24 schon 2013 wahrgenommen wurde, obwohl da im Kern nur ein neuer Händler am Werk war. Der Name A24 steht nämlich nicht für irgendeine tiefe künstlerische Vision, sondern erstmal ziemlich wortwörtlich für eine Autobahn, wie der Gründer Daniel Katz selber beschreibt, weil er den Gedanken zur Gründung ausgerechnet auf der italienischen A24 hatte, als er Richtung Rom fuhr. Und auch der allgemeine Ursprung der Firma ist von außen gesehen erstmal improvisiert. Denn 2012 verließen Katz und die Mitgründer David Fenkel und John Hodges ihre Jobs, mieteten sich ein Büro in Manhattan und starteten als New Yorker Minitruppe in einer Branche, die eigentlich in LA so richtig brummte. Der Plan dabei war erstmal ganz simpel und vielleicht sogar vorsichtig, nämlich als Verleih anfangen, Filme einkaufen, die andere liegen lassen und darüber Beziehungen zu Filmemachern aufbauen, ohne sofort das volle Produktionsrisiko zu tragen. Und doch zeichnete sich schon früh ab, dass da was anders war, denn schon 2013, im ersten richtigen Jahr, erschien mit The Bling Ring von Sofia Coppola, der Teenager-Romanze The Spectacular Now und dem Disney-Gegenbeispiel Spring Breakers Filme, die inhaltlich kaum unterschiedlicher sein könnten, aber alle dieselbe radikale Haltung ausstrahlten. Und gerade Spring Breakers war dabei auch direkt ein kleiner Beweis, dass Weird halt auch Geld verdienen kann. Der Film landete nämlich weltweit bei über $31 Millionen, was für einen jungen Indie-Verleih schon krass ist. Das mag aber mitunter auch an den Darstellerinnen gelegen haben. Und das war weit kein Einzelfall, denn A24 nahm deshalb oft die sauberen Lieblinge der Popkultur wie Disney-Prinzessinnen Selena Gomez und Vanessa Hudgens oder auch eine Emma Watson und warf sie in moralisch fragwürdige, aber visuell berauschende Welten. Und während Hollywood das Indie-Kino oft noch als traurig, grau und intellektuell vermarktete, war A24 halt laut, dreckig und mit James Franco als Vars-Verschnitt von Far Cry vor allem extrem memefähig. Sie haben also nicht einfach nur Filme verkauft, sie haben Vibes verkauft und sie haben das Marketing nicht nur angepasst, sondern im Grunde neu erfunden. Erinnern wir uns zum Beispiel an The Witch, hätte ein normales Studio bestimmt panisch versucht, den Horror im Trailer massentauglich zu schneiden, um bloß niemanden
zu verschrecken, aber A24 kooperierte sogar offiziell mit dem Satanic Temple, organisierte Screenings, die wie schwarze Messen wirkten und ließ die Presse einfach damit alleine. Das Ergebnis könnt ihr euch dann vielleicht vorstellen, denn der Film wurde zum Kulthit und das nicht, obwohl er sperrig war, sondern weil A24 diese Sperrigkeit eben plötzlich als Qualitätsmerkmal verkaufte und das passierte immer wieder, weshalb wir diese Formel heute sogar als Elevated Genre bezeichnen. Man nimmt also Genres, die oft als trashig galten, zum Beispiel Horror oder Science Fiction, und gibt sie in die Hände von absoluten Visionären. Genau so durfte zum Beispiel Robert Eggers seine historischen Obsessionen wie eben The Witch oder auch The Lighthouse ausleben, Ari Aster durfte Horror bei grellem Tageslicht in Midsommar drehen und Regisseur Barry Jenkins bekam für Moonlight die völlige Carte Blanche, also absolute kreative Freiheit. Und während Disney und Marvel begannen, ihre Produkte wie am Fließband zu optimieren, wurde A24 so eben zum sicheren Hafen für das Spezifische und Seltsame, weil sie uns das Gefühl gaben, dass wir klüger sind, wenn wir ihre Filme schauen und uns eben nicht 5-mal die Handlung im Dialog um die Ohren gehauen wird, wie das heutzutage bei vielen Blockbustern oder gerade auch auf Netflix üblich ist. Aber genau hier liegt auch irgendwie ein Problem, denn Coolness und Internet-Hype bezahlen am Ende des Tages keine Rechnung. Und wie wir gleich sehen werden, ist der Grad zwischen Kultstatus und Bankrott manchmal leider verdammt schmal. Denn so sehr wir Kinobegeisterten uns in der heutigen Zeit zum Beispiel vielleicht über einen 3-stündigen surrealen Angstzustand wie Ari Asters Beau is Afraid freuen mögen, die Kinokassen, die tun das leider nicht immer. Und hier wird's jetzt kurz unangenehm, denn ich muss jetzt mit ein paar Zahlen um mich hauen. Laut Berichten lag das Produktionsbudget von Beau is Afraid bei $35 Millionen, das Einspielergebnis weltweit aber nur bei rund 11,17 Millionen, wodurch der Film eine riesige Lücke hinterließ. Und selbst Filme, die im A24-Kosmos als zugänglicher gelten, sind kommerziell nicht automatisch Selbstläufer. The Green Knight zum Beispiel blieb mit einem Budget von ca. $15 Millionen rein finanziell überschaubar, kam im Box-Office, also Einspielergebnis, weltweit aber auch nur auf etwa $20 Millionen. Das ist eventuell auch der Grund, warum A24 heute etwas größer denkt. Denn im Kontrast dazu wurde das Studio 2022, nachdem sie rund $225 Millionen frisches Eigenkapital aufgenommen hatten, Medienberichten zufolge auf etwa 2,5 Milliarden bewertet. Diese eine Bewertung hieß in dem Fall nicht nur, A24 hat jetzt so und so viel Geld, sondern der Markt sagt, dieses Unternehmen ist so viel wert, weil wir glauben, dass da noch sehr viel mehr rauszuholen ist. Dieser Druck ist auch später nicht weniger geworden, als Thrive Capital nochmal Geld nachgeschoben hat und eine Bewertung von rund $3,5 Milliarden entstand. Und weil fremdes Geld nun leider nie ohne Erwartungen kommt und A24 womöglich wusste und auch anhand der Zahlen sehen konnte, dass ihre Prestigefilme zwar kulturell knallten, aber finanziell eben nicht immer, kam 2024 dann Civil War ins Spiel, den das Studio nicht wie einen The Iron Claw mit $15,4 Millionen oder Love Lies Bleeding mit $10 Millionen, sondern mit satten $50 Millionen produzierte. Dazu kam noch, dass auch der Release plötzlich kein kleiner Indie-Start mehr war, weil Civil War maximal in 3.838 Kinos lief und damit den größten R-rated Independent-Start des Jahres bis dahin hinlegte. Allein das und auch der Erfolg, der danach mit einem Einspielergebnis von über $127 Millionen folgte, hat mutmaßlich dazu beigetragen, dass das Studio ab diesem Moment eben auch größer denken durfte. Für Fans klingt das heute und klang das damals aber eher wie ein Ausverkauf, denn anstatt dass sich A24 weiter kleineren Projekten widmen wollte, gab es sogar Berichte über eine Bieterschlacht um TV-Rechte am Halloween-Franchise, bei der aber das Studio Miramax gegen Blumhouse und A24 gewann. Und schon klar, das fühlt sich dann vielleicht erstmal falsch an, dass A24 da mehr mitmischt, aber wenn man das mal von der anderen Seite sieht, ist das vielleicht eines der besten Dinge, die dem Kino passieren konnten. Das alles ist nämlich vielleicht gar keine Änderung, die sich falsch anfühlen sollte, sondern schlicht und einfach Überlebensinstinkt oder wie man es heute auch nennen sollte, Querfinanzierung. Denn sind wir mal ehrlich, wer Filme produzieren will, die sich anfühlen wie ein luzider Fiebertraum, der braucht im Hintergrund halt auch eine Maschine, die Geld druckt. Und A24 hat augenscheinlich begriffen, dass man die eigene Seele nicht direkt verkauft, wenn man Hits landet, solange diese Hits eben immer noch seltsam sind.
Schaut man sich Everything Everywhere All at Once an, ist der Film laut vielen Berichten A24s größter US-Erfolg mit über 70 Millionen $. Er ist aber trotzdem kein glatt gebügelter Blockbuster aus dem Konzernbaukasten, sondern ein Film über Steuererklärungen, Hotdog-Finger und nihilistische Bagels. Oder auch einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, Talk to Me. Ein Horrorfilm, der fast 50 Millionen $ in den USA eingespielt hat, aber im Kern ein brutaler Vergleich für Drogensucht ist. Die, wenn man so will, neue Strategie von A24 ist es also, kommerziellen Erfolg zu erzielen, der sich eben nicht wie Verrat anfühlt. Und um dieses System zu stabilisieren, griffen und greifen sie nach dem vielleicht einzigen Genre, das im Kino neben Superhelden noch verlässlich funktioniert, nämlich Horror. Und sie bauen diese auch nicht nur als einzelne Schocker, sondern als Marken wie Ty Wests X-Trilogie mit X, Pearl und Maxine, die mit einem Budget von wenigen Millionen ein Vielfaches wieder einspielen. Im Fall der X-Trilogie wurden diese sogar als Boxsets vermarktet. Das ist also quasi dann das Fundament, auf dem später dann die wirklich riskanten, also zerbrechlichen Kunstprojekte wie zum Beispiel Friendship oder Opus stehen können, die vielleicht eher für eine bestimmte Zielgruppe gemacht sind. Der vielleicht genialste Schachzug findet aber womöglich nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in der Brieftasche der Fans statt. Denn mit AAA24 hat das Studio sogar einen Membership Club geschaffen, in welchem sie zusätzlich eine Identität verkaufen, also exklusive Magazine oder Merch, welche sie gleichzeitig in ihr eigenes Ökosystem einbinden, wie es sonst nur Apple oder Nike zum Beispiel tun. Zusammengefasst entsteht hier also vielleicht, mal abgesehen davon, dass alle Mitarbeiter auch einfach Geld verdienen wollen, schon ein kleiner Robin Hood-Gedanke. A24 nimmt nämlich das Geld aus dem Mainstream, also durch Horror-Franchises oder Merchandise, aber sie behalten es nicht nur für Yachten, sondern füllen damit gleichzeitig die eigene Kasse, um die künstlerische Freiheit zu beschützen. Und in einer Industrie, die Künstler, die sich nicht wehren, oft gnadenlos bestraft, ist die Alternative zu diesem Wachstum vielleicht auch schlicht und ergreifend der Tod. Am Ende stehen wir also so in etwa wieder am Anfang und auch wieder auf dieser italienischen Autobahn A24, nur dass der Wagen vielleicht jetzt kein klappriger Kleinwagen mehr ist, sondern ein Schwerlasttransporter, der nicht aus Versehen mit Milliarden $ bewertet wird. Und A24 baut diesen inzwischen sogar noch mehr über den Film hinaus. Sie haben zum Beispiel in New York nämlich sogar ein traditionsreiches Off-Broadway-Theater für rund 10 Milliarden $ gekauft und machen daraus jetzt eine Art Live-Spielwiese für genau diese Marke. Und natürlich darf einen das als Fan vielleicht auch nervös machen, wenn plötzlich Budgets von 50 Millionen $ im Raum stehen und ein Film nicht mehr wie früher in ausgewählten Arthouse-Kinos, sondern manchmal auf 3838 Leinwänden gleichzeitig startet. Und dann riecht das wie mit The Smashing Machine manchmal doch verdächtig nach dem Mainstream, dem man mit dem Studio eigentlich entfliehen wollte, zumal The Smashing Machine sogar nur bei rund 21 Millionen $ weltweit landete. Also genau das Risiko, das zeigt, warum A24 nicht nur Kunst, sondern auch Kalkulation braucht. Aber vielleicht ist diese Angst auch genauso unbegründet und stattdessen vielleicht einfach nur der ultimative Drahtseilakt, groß genug zu werden, um von Hollywood nicht gefressen zu werden und gleichzeitig wahnsinnig genug zu bleiben, um das Geld für Dinge auszugeben, die sich sonst halt niemand traut. Denn auch in Zukunft erwarten uns von A24 weiterhin Filme, die sich bestimmt genauso anfühlen wie früher. Da bin ich persönlich von überzeugt und das gibt uns weiter die Hoffnung, dass wir ein Studio haben, das beweist, dass man wachsen kann, ohne seine Seele an den Nagel zu hängen. Deshalb jetzt die Frage an euch: Ist der Erfolg von Civil War oder Filmen wie The Smashing Machine und aufkommenden Projekten wie Death Stranding ein neuer Kurs für euch oder der Anfang vom Ende? Also seid ihr Team Ausverkauf oder seht ihr es pragmatisch als Team Robin Hood? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, ich freue mich, die zu lesen. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und bis dahin bleibt auch ihr bitte seltsam.